Hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. In diesem Video zeige ich dir meine Stretching-Routine, die ich nach dem Üben immer so mache. Und ja, schau es dir an oder mach gleich mit. Am Ende vom Video stelle ich auch noch 2 tolle Bücher vor, die noch genauer auf dieses Thema eingehen. Also, lass uns starten. Warum ist Stretching so wichtig nach dem Üben? Wir sind in der Übezeit doch lange in einer Position und machen eine einseitige Bewegung für einen längeren Zeitraum. Und vor allem in diesem Jahr war wenig Bewegung. Wir waren viel zu Hause und dadurch können schnell einfach Nackenschmerzen, Rückenschmerzen entstehen oder auch einfach Probleme in den Händen, in den Armen spürt man sehr. Und um das vorzubeugen, ist es wichtig, regelmäßig einfach nach dem Üben immer noch ein paar Minuten eine kleine Stretching-Routine einzubauen. Ich starte immer sehr gerne mit einer kleinen Dehnübung für die Finger. Ich lege die Fingerspitzen aneinander und presse die Handflächen langsam zusammen. Wichtig ist es langsam und dann löse ich wieder. Das mache ich 2-3 Mal, je nach Belieben. An manchen Tagen mehr, an manchen weniger. Für ein paar Sekunden die Dehnung spüren. Wichtig ist, dass man die Bewegungen langsam ausführt und sanft und spürt, was man an dem Tag braucht. Ich bin auch manchmal verspannter und manchmal lockerer. Das wäre Übung Nummer 1. Übung Nummer 2. Ich ziehe ganz sanft den Daumen nach hinten. Soll nicht wehtun, aber um hier eine kleine Dehnung zu spüren. Ein paar Sekunden halte ich das löse ich es wieder. Und anstatt auch starr in einer Dehnbewegung zu bleiben, lieber öfters die Bewegung und die Dehnung wiederholen, dafür nur für ein paar Sekunden. Und die andere Hand. Ganz sanft den Daumen nach hinten ziehen und wieder lösen. Sanft nach hinten ziehen und lösen. Dieses dynamische Stretching, wie sich das nennt, das war ein Tipp von einem Physiotherapeuten, der mir empfohlen hat, lieber öfters die Dehnübung zu machen für ein paar Sekunden, als 20-30 Sekunden lang in einer Position zu verharren. Und ich fühle, dass es für mich ganz angenehm ist und mir gut tut. Also einfach ausprobieren, was für euch sich besser anfühlt. Übung Nummer 3. Wir machen eine Faust. Den Daumen tun wir in die Handfläche rein und ganz sanft nehmen wir die Faust mit der anderen Hand und beugen den Arm ein bisschen so, dass wir die Dehnung dann hier oben spüren. Auch das ein paar Sekunden. Ihr könnt den Arm auch ein bisschen hängen lassen, das so machen. Und lösen. Also das sind Übungen, die eigentlich für alle Instrumentengruppen ganz gut sind, sowohl für Blasinstrumente als auch für Streichinstrumente, für Pianisten. Wir machen noch ein drittes Mal. Man spürt es hier oben, hier oben im Arm. Und lösen. Und den anderen Arm. Wieder Faust, den Daumen in die Handfläche und ganz sanft mit der anderen Hand die Faust nach hinten biegen. Oh ja, ich spüre schon ein bisschen die Dehnung hier. Ich spüre es manchmal am rechten Arm sogar ein bisschen mehr, weil ich als Geigerin durch den Bogen zum Teil doch nicht spüre, während ich spiele, wie sehr ich mit dem Daumen hier dagegen drücke. Also kontrolliert für die Streicher auch hier immer gut kontrollieren während dem Üben, ob man nicht zu fest mit dem Daumen da arbeitet. Ein drittes Mal und lösen. Übung Nummer 4 ist dann für die andere Seite, also wir jetzt für unten. Ich kenne nicht alle Bezeichnungen, also tut mir leid, wenn ich nicht alle Namen weiß. Aber wir machen den Gegenmuskel, also die Handfläche nach unten und auch hier wieder sanft nach hinten ziehen. Ein paar Sekunden halten und lösen. Und noch einmal. Ein paar Sekunden halten
und lösen. Und ein letztes Mal. Und lösen. Also manchmal habe ich nicht wirklich viel Lust und auch nicht wirklich viel Zeit. Dann mache ich vielleicht auch nur 1 oder 2 Übungen. Aber ich mache immer etwas nach dem Üben, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich dadurch am nächsten Tag einfach wieder flexibler bin mit den Händen, mit den Armen. Das ist wie beim Sport auch. Also hilft es auch einfach hinterher, den Muskelkater vorzubeugen, den wir als Instrumentalisten, als Musiker anders spüren. Weil wir in den Beinen zum Beispiel eine andere Muskulatur haben als hier in den Armen. Und wir spüren das nicht so, wie wenn wir jetzt Treppen steigen, die Ermüdung in den Beinen, spürt man hier nicht sofort, sondern leider erst, wenn es sich ein bisschen zu sehr entzündet hat und wenn es zu belastet ist. Also deshalb ist es gut, einfach immer regelmäßig was zu tun. Wenn ihr keine Zeit habt, 10 Minuten Stretching zu machen, dann macht 2 Übungen, 2 Minuten. Und wenn ihr das aber regelmäßig macht, dann ist es wirklich, wirklich hilfreich. Übung Nummer 5, wir dehnen die Seite. Nehmt den Arm über den Kopf, am Handgelenk mit der anderen Hand festhalten und leicht ziehen. Leicht ziehen und ihr spürt dann hier die Dehnung in dieser Seite. Das ist auch eine ganz gute Übung, wenn ihr lange am Schreibtisch gesessen seid für Hausaufgaben. Nochmal lösen, wir machen jetzt mal gerade die andere Seite. Richtig schön in die Dehnung rein und lösen, dann machen wir es noch einmal auf jeder Seite. Ein paar Sekunden. Lösen und Abschluss. Hier richtig schön die Seite dehnen. Das tut gut. Übung Nummer 6. Wir dehnen hier unsere Nackenmuskulatur. Ganz leicht lege ich den Kopf auf die Seite und ziehe den rechten Arm ein bisschen nach unten. Manche mögen das auch, den Kopf noch ein bisschen zu ziehen, aber bitte ganz vorsichtig nur, nicht zu fest. Das ist wirklich ganz sanfte Bewegungen oder einfach nur den Kopf auf die Seite legen und versuchen, die Schulter mit dem Ohr zu berühren und lösen. Und die andere Seite. Den Arm ein bisschen nach unten ziehen und lösen. Ihr könnt natürlich auch immer solche Sachen machen. Kopfkreisen, da kennt ihr auch noch ein paar Übungen. Eine gute Übung für Geiger, also es wäre Übung Nummer 7, ist der Verkehrspolizist. Also wir strecken die Arme aus und wir tun hier Daumen runter, hier Daumen hoch. Also immer andersrum und wir folgen dem Daumen hoch mit dem Kopf und drehen die Arme. Das ist noch eine gute Übung. Übung Nummer 8 für die Schultern, um wirklich das Gefühl zu haben, die Schultern zu locken. Zieht mal die Schultern hoch und hängen lassen. Das machen auch viele Dirigenten und Pianisten gerne, die Übung. Und dann heben wir die Arme, versuchen aber die Schultern wirklich hängen zu lassen. Und fallen lassen. Mal, wir heben die Schultern, wir ziehen sie ganz hoch zu den Ohren, fallen lassen, dieses Gefühl beibehalten und die Arme heben. Gut. Zum Abschluss machen wir noch eine Übung für den Rücken. Also das waren jetzt ein paar Übungen, die ich immer sehr gerne mache. Meine Stretching-Routine, ihr könnt eure eigene Stretching-Routine auch festlegen oder einfach bei mir in diesem Video mitmachen, euch ein paar Ideen holen. Wenn es euch interessiert, noch mehr darüber zu erfahren oder auch Eltern und Lehrer, kann ich 2 tolle Bücher empfehlen. Nummer 1 wäre Der gesunde Musiker von Piers Karabis. Das ist die Physiotherapeutin der Berliner Philharmoniker, die ein wirklich tolles Buch geschrieben hat, was man gut versteht, in dem aber auch nochmal die Muskulatur gut erklärt ist.
viele Übungen gezeigt werden, wirklich praktisch zum Nutzen. Tolles Buch, kann ich sehr empfehlen. Und das zweite ist von der Guildhall School of Music, ist auf Englisch, aber auch sehr gut zum Verstehen. The Musician's Body, der Musikerkörper. Und so sieht das aus. Auch hier wirklich tolle Tipps und Erklärungen drin. Auch einfach, was man im Alltag aufpassen kann. Und generell ist es einfach zu sagen, dass gerade für Kinder Verspannungen und Schmerzen vermieden werden können, wenn sie am Anfang vor allem, bis sie sich daran gewöhnt haben, auch und die Ausdauer haben, das Instrument zu spielen, dass sie einfach nicht einmal die Woche ganz viel üben am Stück, sondern immer wieder regelmäßig in kurzen Einheiten. Und so kann sich der Körper auch daran gewöhnen an die Bewegungen. Achtet auch auf eine unverkrampfte Technik. Auch wenn wir eine einseitige Haltung haben, manchmal zum Beispiel bei der Geige sind wir in einer Position für eine lange Zeit, dass wir trotzdem so entspannt wie möglich sind und dass wir keine Schultern hochziehen oder auch die Knie nicht durchdrücken. Kontrolliert euch immer selber, sprecht auch mit eurem Lehrer da drüben. Und drittens, viel Bewegung, viel Ausgleich. Wir sitzen sehr viel und in diesem Jahr haben wir uns noch weniger bewegt, weil wir viel zu Hause waren. Deshalb achtet einfach auf viel Bewegung und einen Ausgleich zum Üben, zur Schule. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ihr noch mehr Übetipps sucht, auch zu anderen Themen, dann geht doch auf die Website yourmusicmind.com. Das ist ja die Website rund ums Thema Üben für euch. Da können auch Lehrer und Eltern interessante Tipps finden. Es kommt nächste Woche wieder ein tolles Interview mit einer tollen Musikerin. So viel verrate ich schon, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Also abonniert den Kanal und klickt doch auf die Glocke, dass ihr es nicht verpasst. Bis dahin, viel Spaß bei den Übungen und ich hoffe, dass sie euch helfen können. Tschüss, bis zum nächsten Mal.